Shall we begin? Hallo liebe Freunde von Sei Schlau und Ciao. Und zwar, heute haben wir hier eine Bosch Waschmaschine und anscheinend sollte hier die Sicherung rausfliegen. Und ja, es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten oder Ursachen, die das Ganze verursachen. Und das Ganze zeige ich euch gleich nach dem Intro. Ja, und dazu gibt es verschiedene Varianten, die hier schuld sein können. Zuallererst überprüfen Sie, ob Sie nicht Waschmaschine und Trockner oder mehrere Geräte an einer Steckdosenleiste angeschlossen haben, denn auch das kann zu einer Überspannung führen, der den FI-Schutz oder die FI-Sicherung oder die normale Sicherung dann rausschmeißt. Ja, es gibt aber auch noch eine Möglichkeit, und zwar das wäre die Heizung. Und zwar die Heizung, die sitzt hier hinterhalb. Das Ganze könnte man ausbauen und überprüfen, oder ihr könnt hier einfach ein ganz normales Kaltprogramm starten und die Wäsche mit kalter Temperatur durchlaufen lassen. Ja, und was es noch sein kann, im schlimmsten Notfall kann es auch noch sein, quasi, dass wenn wir hier einen Motor haben, der einen Kurzschluss oder sonst was verursacht, oder die Elektronik im schlimmsten Notfall, sprich beim Einschalten würde die Sicherung dann auch schon gleich rausfliegen. Ja, und wenn wir jetzt natürlich das Programm starten, das werden wir jetzt hier auch gleich testen, wenn wir das jetzt mit höherer Temperatur starten, meistens dann, wenn die Maschine anfängt aufzuheizen, wird die Sicherung fallen, sollte der Heizstab defekt sein. Ja, ich mache jetzt den einfachen Schritt und dazu habe ich auch schon ein anderes Video hier produziert, wie man eine Heizung überprüft. Und zwar, ich werde jetzt hier den Deckel hier abnehmen mit dieser einen Schraube und werde dann die Heizung überprüfen. Achtet immer auch darauf, dass das Gerät nicht unter Spannung steht. Ja, und hier können wir dann auch schon die Heizung feststellen und dazu lösen wir hier alle Kabel. Sprich, wir haben hier den Nullleiter, die Phase, die Erdung und der Sensorschalter. Das Ganze wird einfach nur abgezogen und dann ist nur eingeklipst. Und auch die Erdung können wir leicht zusammendrücken und abziehen. Ja, wir haben das Ganze jetzt hier auf Ohm eingestellt. Und zwar, ich werde das Ganze jetzt vom linken und vom rechten Anschlusspol messen. Und hier sollte man 27 oder 30 Ohm haben. Das haben wir hier. Und ja, wir können jetzt auch noch den Erdanschluss überprüfen, indem man einmal auf die Erdung und einmal auf den Nullleiter gehen. Und hier sollte man 0 haben und wir haben hier 0,8 Megaohm. Das Ganze ist grenzwertig oder auch ungenügend. Sprich, wenn die Heizung aufheizt, kann es hier einen Fehlstrom geben. Wir messen jetzt hier auch nochmal den anderen Pol. Und auch hier haben wir das Ganze mit Minus. Sprich, ja, diese Heizung sollte getauscht werden. Ich habe jetzt hier noch eine alternative Heizung, beziehungsweise habe ich hier noch zwei solche Heizungen. Und ich werde das Ganze jetzt auch hier einmal demonstrieren. Und wir können das Ganze dann auch schon, wenn wir das jetzt hier hinnehmen, wir werden jetzt auch hier, sollte man um die 27 Ohm haben, 26 ist auch in Ordnung. Und zwischen Nullleiter und Erdung sollten wir nichts haben. So sollte das Ganze sein. Und auch hier könnten wir das Ganze nochmals messen und überprüfen. Und hier haben wir auch die 27,5 und auch zwischen Erdung und Nullleiter sollte 0 sein. Sprich, diese Heizung hier an der Maschine sollte getauscht werden. Ihr könnt auch das Ganze nur überprüfen. Auch wie gesagt, ihr könnt das Ganze mit Kaltwasser, wird die Maschine funktionieren in diesem Fall. Aber sobald die auf Temperatur kommt, ist die Sicherung mit Fehlstrom auf den Nullleiter der Grund, dass die Sicherung fliegt. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier ausbauen und dazu haben wir hier eine 10er Mutter und diese werden wir dann lösen und dann drücken wir hier ganz leicht hier auf den Bolzen und dann könnte man
die Heizung schon rausnehmen, nach hinten abziehen. Ja, und bevor wir diese Heizung rausnehmen, würde es sich auch empfehlen, dass wir hier vorne die Klappe öffnen und das restliche Wasser hier von der Maschine auch ablassen, damit das Ganze dann nicht hier rauskommt. Ja, wir haben hier jetzt kein Wasser mehr und wir haben das Ganze schon gelöst und jetzt können wir das Ganze rausziehen und jetzt können wir schon feststellen, dass hier schon mal Kalk vorhanden ist und dass wir hier am Gerät anstehen. Sprich, wir werden hier die Maschine leicht nach vorne legen, dass das Ganze leicht nach vorne hängt und dann können wir die Heizung hier leicht schräg dann ausfahren. Ja, ich habe jetzt in diesem Falle die Maschine auf die Frontseite vorsichtig hingelegt und jetzt können wir die Heizung hier schräg an der Seite mit etwas Biegen und Bücken, mit Vorsicht natürlich, das Ganze hier ausziehen. Und hier können wir schon in diesem Falle unser Problem feststellen. Das Ganze hier scheint durchgebrannt zu sein. Ja, ich werde das Ganze jetzt hier innerhalb, so gut das geht, auch noch mit einem Staubsauger und einem spitzen Rohr raussaugen und rauswischen. Und danach werde ich hier die neue Heizung wieder einbauen. Kleiner Tipp, es empfiehlt sich natürlich dann auch immer hier die Heizung, dass die Gummimanschette hier rundherum vielleicht etwas mit Seifenwasser einzufetten, damit das Ganze schön reinflutscht und dann auch dicht bleibt. Ja, jetzt werde ich eine andere, ganze funktionierende Heizung hier wieder wie die alte so leicht schräg hier einführen. Leicht etwas bücken, nicht zu viel Gewalt anwenden, dass das Ganze schön einfach hier reingeht. Als Alternative könnte man auch noch hier unterhalb dann die Stoßdämpfer quasi mit einer 10er Schraube oder Mutter auch lösen und dann kann man das Ganze auch beweglicher in der Inneneinheit quasi hier bewegen. Ja, diese zwei Schrauben hier sind gemeint. Ja, so funktioniert das natürlich auch und ich werde das Ganze jetzt wieder anschließen und gleich testen. Ja, und jetzt haben wir hier auch schon wieder den Nullleiter angeschlossen und hier auf der anderen Seite dann auch das andere Kabel und hier haben wir quasi das Erdungskabel, das schließen wir auch hier auf die Erdung und hier haben wir dann schon unser Temperatursensor. Haben wir alles angeschlossen. Jetzt ist es ganz wichtig, wenn das Ganze schön eingefettet wurde oder auch reinpasste, dass das Ganze hier schön rundherum alles schön aufliegt und dann sollte die Mutter wieder ordentlich fest angezogen sein, damit hinten hier kein Wasser austreten kann. Dann ziehen wir hier das Ganze schön ordentlich fest. Achtet immer darauf, dass wir hier rundherum immer schön aufliegen und dann sollte das Ganze ordentlich festgezogen werden, damit das Ganze dann auch richtig dicht bleibt. Ja, sieht soweit super aus. Hier wackelt nichts mehr. Ja, und zwar, ich werde das Ganze jetzt hier testen. Ich habe hier schon mal so eine Reinigungstablette hinzugegeben. Ich werde die Maschine jetzt hier erstens mal einfach auf 90 Grad einstellen. Temperatur. Kalt gibt es auch. Ich habe hier hinterhalb bewusst noch offen gelassen, damit wir schauen können, ob das Ganze dann auch dicht ist bei der Heizung. Und erst wenn das Ganze abgeschlossen ist und die Sicherung nicht mehr fliegt, werde ich mal mir ein Kurzprogramm und ich werde gleich danach berichten. Ja, liebe Freunde, und zwar hier könnte man schon feststellen, dass wir die Temperatur erreicht haben. Und ja, wir können auch hier schon jetzt feststellen, dass hier alles bei der Dichtung und Heizung alles dicht bleibt. Ja, somit scheint die Reparatur ordnungsvoll und gemäß funktioniert zu haben. Und das würde mich sehr freuen. Konnte ich euch helfen, euch den Fehler einzugrenzen oder auch zu beheben, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalässt, damit ich euch weitere solche Technik-Videos erstellen kann. Bis dann und ciao!